Hallo Leute, heute schauen wir uns eine gespenstische Erscheinung in einem alten Hotel an und einen Geist, der auf Mount Misery aufgenommen wurde. Das folgende Video wurde von einem japanischen Geisterjäger-Team aufgenommen, welches ihre paranormalen Abenteuer auf ihrem Kanal MTV teilt. Heute Nacht besuchten sie ein verlassenes Hotel, in dem sich angeblich vor langer Zeit eine junge Frau das Leben nahm. Anwohner können Schreie hören, mitten in der Nacht, die aus den verlassenen Ruinen stammen. Gruselig, nicht wahr? Möglicherweise steht dieser Spuk auch in Verbindung mit dem Gebiet, auf welchem das Hotel ursprünglich aufgebaut wurde. Heute Nacht jedenfalls versucht das Team, die Geisterwelt zu kontaktieren. Lasst uns mal reinschauen. Kurz bevor sie ihre Untersuchung des Gebäudes starteten, nahmen sie ein seltsames Geräusch wahr. Als die beiden den Keller etwas genauer untersuchten, waren da weitere komische Geräusche, die aus der Ferne stammten. Der folgende Bereich des Hotels wurde teilweise durch ein Feuer sehr stark beschädigt und war quasi unbrauchbar. Anschließend beschloss das Team, noch einmal den 3. Stock des Hotels etwas genauer zu untersuchen, und es war dort oben, wo sie etwas wirklich Unerklärliches aufnehmen konnten. Es war eines dieser Ereignisse, welches dem Team erst auffiel, nachdem sie das Hotel längst wieder verlassen hatten. Aber da scheinte ein dunkler Schatten am Ende des Ganges aufzutauchen. Möglicherweise der Grund für die vielen unerklärlichen Geräusche in der Nacht. Vielleicht war es der Geist der verstorbenen Frau, die angeblich das Hotel heimsucht. Sehr mysteriös. Aber wer weiß schon, was da genau vor sich gegangen ist. Jetzt wollen wir uns Geisterjäger Linfamous TV widmen, die eines Nachts einen Ausflug in einen verspukten Wald in Long Island dokumentierte, welcher unter Kennern als Mount Misery bekannt ist. Sie und ihr Partner konnten anfangs ein paar interessante EVPs aufnehmen, bevor sie nach einiger Zeit ein paar komische Dinge wahrnahmen. Vielleicht waren es nur Fledermäuse, möglicherweise aber auch etwas anderes. Look, the trees change. Look at these. We have not seen trees like this throughout the whole time here. No. Look at this. No. It's like very dead here. Look at this. Okay, so
We came across this entrance-like trail right here, and there's two little pillars on each side. Nachdem sie ein paar weitere EVPs und interessante Lichter aufnehmen konnten, finden die beiden den Beginn eines alten Wanderweges, welcher kaum mehr begehbar war. War es vielleicht ein Zeichen, dass auch etwas anderes aus einer längst vergangenen Zeit hier gefangen war? Nur Augenblicke später nahm sie etwas wirklich Seltsames auf. Completely blocking out the sky. Schaut euch das mal an. Während Lynn die Kamera bewegt, kann diese eine mysteriöse Gestalt aufnehmen. Ihre Zuschauer hielten es möglicherweise für eine Erscheinung oder sogar ein Alien, welches nicht mit bloßem Auge sichtbar war. Beide meinten, dass sie dieses Ding nicht wahrnehmen konnten in dem Moment. Aber sie sind sich sicher, dass es etwas Paranormales gewesen sein muss. Hast du vielleicht eine bessere Erklärung? Das nächste Video wurde von Tony eingeschickt und er hat es im Geisterbereich von Reddit gefunden. Nutzer Princess Lina 87 schrieb, dass sie einen unterhaltsamen Abend mit ihrer Freundin verbracht hatte. Beide nahmen nur ein kurzes Video für TikTok und ihre Instagram-Stories auf. Es sollte auch erwähnt werden, dass sich beide zu dieser Zeit alleine in der Wohnung aufhielten. Jedoch, kurz bevor das Video endet, scheint dort ein gruseliges und nicht weiter identifiziertes Ding direkt hinter ihrer Freundin aufzutauchen. Die Nutzer auf Reddit spekulierten, dass es sich vielleicht um einen bösen Geist handeln könnte oder sogar ein Dämon, der sich ihnen näherte. Lasst uns mal reinschauen. Ich kann schon verstehen, warum manche Leute glauben, dass sich hier etwas Übernatürliches abgespielt hat. Die Lichtverhältnisse sind nicht die besten, aber das Gesicht im Hintergrund scheint pechschwarz zu sein. Und es erscheint innerhalb weniger Sekunden. Leider war das Video relativ kurz, was es schwer macht, es genauer zu analysieren. Aber es ist dennoch sehr unheimlich. Vor allem wenn man bedenkt, dass die beiden alleine in der Wohnung waren. Oder nicht? Das nächste Video wurde von Simon geschickt und er linkte mir die Website des Haunted Hill Houses, welches sich in Mineral Wells, Texas befindet. Es ist ein extrem verspukter Ort, um ehrlich zu sein. Geisterjäger aus aller Welt reisen zu diesem Haus, um es zu untersuchen. Die Website zeigt die verrücktesten Geschehnisse, die die Kameras innerhalb des Hauses aufnehmen konnten, und die Aufnahmen werden wöchentlich geupdatet. Im vergangenen September startete eine Gruppe von 3 Leuten eine kleine Untersuchung in einem der Schlafzimmer und in dieser Nacht nahm dort etwas wirklich Haarsträubendes seinen Lauf. Mal sehen. I'm here with a daughter and her father, and here we at Haunted Hill House bring families together. All right, so tell us what happened. So I was just asking you questions. We were all asking questions, and G, he actually saw something on the top. So we were looking at his camera because he thought he saw a head or something pop out, and I wasn't even really paying attention. And then like we were asking different questions, and then boom, my whole left. I didn't get pulled. It felt like my whole left side of my body was suctioned to the bottom underneath the bed almost. Like gravity disappeared. Immediately hit the floor and I looked at him in pure terror and we sprinted out. Eine ziemlich grauenhafte Geschichte und man kann nur vermuten, wie verängstigt die junge Frau gewesen sein muss, nachdem sie etwas aus dem Bett gezogen hatte. War es möglicherweise ihr eigenes Verschulden? Nun, ich denke, es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Lass uns mal das Video anschauen.
Schaut doch nur, mit wie viel Wucht die Dame aus dem Bett gerissen wird. Es scheint fast, als hätte sie etwas Unmenschliches gezogen. Oder als hätte sie sich in einer Maschine verfangen. Ziemlich beunruhigend. Was glaubt ihr, was da genau vorgefallen ist? In jedem Fall ein sehr merkwürdiges Ereignis, das man nicht einfach so erklären kann. Unglaublich. Als nächstes schauen wir uns eine Einsendung von Jason an, welche von Nutzer Galdenga252 hochgeladen wurde. Sie wandte sich an das Internet und erzählte, dass sie gestern über ein wirklich komisches Bild stolperte, das sie selbst eines Nachts aufgenommen hatte, als sie ein paar Selfies für ihr Profil aufnahm. Außer ihre Eltern, die sich im unteren Teil des Hauses aufhielten, war niemand sonst dort. Falls doch, würde sie sich ja erinnern, nicht wahr? Jedoch scheinte das folgende Foto eine andere Wahrheit zu offenbaren. Es scheint fast so, als wäre sie nicht alleine in ihrem Zimmer gewesen, was ihr wirklich große Angst machte. Jetzt suchte sie nach Antworten im Internet. Eine junge Frau ist zu sehen, die ganz klar hinter Gold zu sitzen scheint. Einige Benutzer kommentierten, dass das Mädchen 2 schwarze Löcher als Augen zu haben scheint, was aber durch die schlechten Lichtverhältnisse im Zimmer zu erklären sein könnte. Außerdem schien sie etwas in der Hand zu halten. Oder vielleicht könnte ihre linke Hand komplett fehlen, je nach Perspektive. Nun, was genau ist in dieser Nacht vorgefallen? War es vielleicht nur eine Freundin von ihr, die durch das schlechte Licht so gespenstisch aussah? Oder war es etwas Paranormales? Danke fürs Zusehen, Leute.